Bäcker unterwegs, wir ziehen durch Wald und Flur, genießen jeden Schritt, wir lieben die Natur. Schmale Pfade, weite Wege, das ist eine Reihe, es gibt vieles zu entdecken. Komm mit und sei dabei. Hallo. Hallo, guten Morgen. Wir wollen heute einen Moorlehrpfad hier bei Kühnheide erwandern. Haben uns eine Runde von ca. 10 Kilometern zusammengebastelt, die uns auch teilweise durch tschechisches Gebiet führt. Na, schauen wir mal. Und wir laden euch wieder ein, uns zu begleiten. Die Sonne lacht, das wird bestimmt heute sehr schön. Davon gehen wir mal aus. Also, Auf geht's. auf geht's. Am Moorlehrpfad gibt es einen kleinen kostenlosen Parkplatz. Sehr groß ist er nicht, also rechtzeitiges Erscheinen sichert die besten Plätze. So viele Schilder. Wir gehen jedenfalls hier lang. Bäcker unterwegs, wir ziehen durch Wald und Flur, genießen jeden Schritt, wir lieben die Natur. Schmale Pfade, weite Wege, das ist eine Reihe, es gibt vieles zu entdecken. Komm mit und sei dabei. So, und da das hier ein Moorlehrpfad ist, ein Lehrpfad, gibt es hier auch jede Menge Informationsschilder und die sind immer dreisprachig, Deutsch, Englisch und Tschechisch. Genau. Braunes Wasser. Die braune Färbung des Wassers wird durch Huminstoffe hervorgerufen. Diese bestehen überwiegend aus gelblichen bis gelbbraunen Fulvosäuren, die bei biochemischen Prozessen im Moor entstehen. Aha. Guckst du. Englisch, Brown water. Ja, gut. Of water. Da ist so ein olles Moorloch. Ganz toll gemacht hier der Lehrpfad. Und die Schilder sind auch noch sauber, noch nicht beschmiert. Und da vorne leuchtet schon ein Bohlensteg. Ja, wir lieben ja solche Moorlandschaften und dieser Weg hier ist wirklich sehr schön angelegt. Ja. Und wenn der Hubschrauber hier nicht kreisen würde, wäre es auch wunderbar ruhig. Ich weiß nicht, was der da sucht. Das ist die Bergrettung. Die Bergrettung, ja.
Die Idee mit dem Moorlehrpfad hier bei Kühnheide haben wir übrigens von Chrissy vom Kanal Erzgebirgsmadel auf Tour. Schaut da gerne mal rein. Sie macht wunderschöne Videos aus dem Erzgebirge. Ja, kann man wirklich nur empfehlen. Das ist jetzt ein richtiger Knüppeldamm. Muss man genau aufpassen, wo man läuft. Die geben auch teilweise nach. Na, guck mal, was für wunderschöne Wege hier durch dieses Moor gehen. So, hier steht ganz viel Wollgras. Das sieht wunderschön aus. Ich zeige es euch mal. Da haben wir einen kleinen Beobachtungsturm. Aber ist das nicht herrlich, diese Wollgraswiese? Wunderbar. Hier stand mal das Torfwerk Reizenhain. Oder das war in den Gebäuden hier wahrscheinlich. Und jetzt machen sie hier Holzkohle. Und Feuerholz auch für den Kamin. Und Kaminholz, genau. Hier sieht man noch das Schotterbett. Das war früher der Gleisanschluss fürs Torfwerk. Die Schienen sind verschwunden, wie man sieht. Den Moorlehrpfad haben wir jetzt erstmal verlassen. Und jetzt machen wir hier auf dem Waldweg einen Schlenker rüber nach Tschechien. Da gibt es zwar jetzt meines Wissens keine besonderen Highlights, aber uns wäre die Tour sonst zu kurz. Und der Wald hier, der ist so schön, der ist Highlight genug. Und hier werden wir uns erst einmal kurz ausruhen. Ja, ein Tschechenbier werden wir vielleicht nicht kriegen. Deshalb ein Stück Wasser. Hier sollte man zur Heidelbeerzeit noch mal herkommen. Lohnt sich bestimmt.
Jetzt waren wir hier ein Stück durch Reitzenhain gegangen und jetzt geht es über die Grenze. Hier war einst Böhmisch-Reitzenhain. So, jetzt sind wir in Tschechien. Ein bisschen raten kann ich. Staatsgrenze. Státní hranice. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam der grenzüberschreitende Verkehr über Reitzenhain vollständig zum Erliegen. Die deutsche Bevölkerung des Ortes wurde vertrieben, eine Wiederbesiedlung mit Tschechen gelang nur teilweise. 1955 wurde der Ort offiziell aufgelöst. Ja, und hier auf Schildern sieht man, was hier mal für Häuser standen. Und meistens sind nur noch ein paar Steinreste zu sehen. Ein Fundament oder so. So, wir waren jetzt ein Stück durch Böhmisch-Reitzenhain gegangen und jetzt führt uns der Weg parallel zur Grenze wieder zurück auf die deutsche Seite nach Kühnheide. Und jetzt stockfinsterer, grauliger Wald. Nadelwälder, die allerdings nicht mehr so ganz gesund aussehen, wechseln sich mit Laub- und Mischwäldern ab. Und hier haben wir einen Tschechenpilz. Prost! Prost! Oben langlaufen ist riesig, und da sind die Mauer ein, die bauen zu sowas zum Held. So, jetzt haben wir ein Problem. Laut Komoot müssen wir da lang, aber der Weg ist weg. Ein Hindernis ist zu bewältigen. Mutige voran. Lastig sein. Ja, das Beste, du duckst dich, da bin ich voll ein bisschen gerutscht. Wir sind klitschnass. So. Gut, jetzt musst du mir hochhelfen, jetzt muss ich hier bleiben. Na gut, mach das mal aus. Du machst besser keinen Sinn, wenn du hier bleibst, was soll ich alleine da? So, jetzt sind wir wieder auf dem eigentlichen Weg nach dieser Kletterpartie. Und hier drüben ist eine Pausenbank, weil wir jetzt erstmal unsere Mittagspause machen. Jetzt geht es wieder hinunter nach Kühnheide.
Da ist wieder dieses kleine Schildchen. Vorsicht, Staatsgrenze. Ist alles, was darauf hinweist, dass wir jetzt wieder nach Deutschland gehen. Hier ist eine richtige Rasthütte. Für Wanderer auf dem Kammweg. Ja, hier kann man übernachten. So, wir müssen da lang. Genau, direkt mal vorhin. So, das war der Moorlehrpfad Kühnheide. Wir haben es geschafft. Plus ein paar Bonuskilometern auf der tschechischen Seite. Der Moorlehrpfad ist natürlich sehr schön. Wir lieben Moore, wir lieben so eine Bohlenwege. War schön zurecht gemacht, auf jeden Fall. Und dass wir den Rundweg nun mit diesem Anteil auf der böhmischen Seite komplettiert haben, war einfach der Tatsache geschuldet, dass wir ja immer so versuchen, mindestens 10 Kilometer zu laufen. Es waren knappe 11. Genau. Allerdings gab es da keine Highlights. Am Anfang die Reste von Böhmisch-Reitzenhain waren ganz interessant. Der Waldweg war schön, also der Bewuchs. Teilweise war es auch wieder ein Forstweg, aber ja. Aber es gab halt keine Highlights, außer dann am Schluss dieser Weiher mit unserer abenteuerlichen Überquerung der nicht mehr vorhandenen Brücke. War nicht so einfach. Ja, also der Moorlehrpfad ist eine absolute Empfehlung. Wer nicht so viel gehen möchte, der hat da ein paar Kilometer, die er schön mit Kindern zum Beispiel gehen kann. Richtig. Eigentlich auch, nee, rollstuhlgerecht ist er nicht. Nein, ist er nicht. Nee. Teilweise ist er für Fahrräder zugelassen, nicht überall. Ja, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Dir auch nicht. Mir auch nicht. Wir hoffen, es hat euch gefallen, mit uns hier wieder ein bisschen im Erzgebirge zu wandern. Und wir sagen Danke und hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Genau, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und tschüss.